Hallo, willkommen zum Teil 5. Hab bei Manual Save, wir hatten gerade nochmal Zusammenfassung gemacht, jetzt geht's los. Yes. Jetzt müsste ja auch so ein kleiner Zusammenfassung nochmal kommen. The ultimate dream that humanity has been yearning for thousands of years. It will soon become a reality. If he's willing to lie about one thing, he's willing to lie about everything. Okay then, let's begin. The experiment worked! Happy Shikara! After all, we are living in nothing but a simulation. I feel calm when I'm around nature. Das Nike-Symbol. Jetzt können wir mal gucken. Das ist gerade unser VR-Ding, was uns Tama einbildet, damit man die worried about life, no. Stop display notification, no. Damit wir nochmal den Tatort untersuchen können, Crime Scene. Which do you want to befriend? Dolphin, Turtle, Whale, Jellyfish? Jellyfish. Nice. So richtig crazy. Okay. Jetzt lass mich nochmal gucken, weil ich wollte noch etwas in der File gucken. Und zwar, nee, da war irgendwo eine große Eiber. Hier meinst du diese Eiber? Da haben wir einiges. Stimmt, den haben wir kurz getroffen. Kizuna, so hieß sie. Was haben die relevant wird, aber das ist die, wo toll gesungen hat. Das fällt mir schon mal. Bixis. Das wird der komische. Dem sein Sohn. Kadi ist wirklich rechts. Ja, bei dem Spiel muss ich, weil hier oben immer was steht und da unten auch noch was steht. Ich bin bei euch, ich geselle mich zu euch bei dem Spiel. Der hat dieses Bats 94 Video entschlüsselt. Das ist die Leiche. Ich finde es krass, dass wenn bei seiner Leiche das Bild da dran ist, dann das Hälftebild. Chikara, so hieß der. He divorced his wife 6 years ago. Das war auch Now Live in Italy. Ich weiß nicht, ob das relevant ist, weil es wieder 6 Jahre Zeit ist. I don't know. Tokiko, das war die Chefin von Nikes. Präsident von Nikes, ja, believer of the simulation theory. She sincerely believes that the world she lives in is a fake and is created by someone. This has no interest in living a long life in this world. Ja, ich meine, es stimmt ja im Endeffekt, das sind ja im Endeffekt NPC. Es ist halt so fucking true. Ich wollte noch mal Appendix und zwar das ist weiter Video Capture Studio. Oh. Da Bats, steht dazu noch was? Is said to lead the people to understand the secret of the world. Ich weiß nicht mehr, wie wir die Verbindung von Bats 94 zu dem Fall hergestellt haben. Das fehlt mir. Ich weiß, dass das Ota und so erwähnt hat und Moma. Das hatten erwähnt. Und dann sind wir so zu Shoji. Shoji hieß er so. Und der hat einen Schlüssel und dann sind wir zu Chikara gekommen und alles. Und dann haben wir ja gesehen, dass Nikes anscheinend hochgeladen hat. Und die sagen ja, es hat nichts mit dem Fall zu tun, mit Free to Free und so. Die sagen ja, es hat nichts mit denen zu tun. Die hatten das ja extra gemacht. Das heißt, irgendwer anders kennt sich auch aus und glaubt auch an die Simulation Theory und so. Aber ich weiß nicht mehr, wieso wir das Video überhaupt untersucht haben und wieso wir da hinterher sind. Außer, dass jemand erwähnt hat, da war ein komisches Video im Internet. Oder war da noch eine größere Verbindung dahinter. Ahnung. Da sind die auch nie zu sehen. Okay. Na gut. Genau. Und ich meine, ich weiß nicht, ob ich zum Beispiel, wir könnten hier jederzeit, ob ich diese Eyeballs irgendwann mal als Bonus nach dem Stream nochmal sammle und sowas. Ob das eine Auswirkung hat oder nicht.
Weil wir könnten auch Unlimited Sync rein und dann die Sachen suchen. Das heißt, die würde ich immer, die Eyeboys würde ich nur suchen eigentlich am Ende für als Bonusoption. Das Interessante ist, hier ist zum Beispiel Summary kann man angucken. Oh, cool. Oh mein Gott, das ist geil. Junge! He learns that about half a year ago was a similar QR code video called 4 Buts for 90 posts online. There's a hidden code in the video. Ah, weil das Video ähnlich aussah. Okay, deswegen. Okay, nice. People habe ich doch die Erinnerung. Ich habe sonst nämlich keine Verbindung. People and Winter never returned. And also I know the secret of the world. Mizuki tells Ryuki that Shoma solved the code. So he visits him. After finally getting Shoma to open up, he reveals a specific place was Horadori Institute of Genetics. Ryuki heads there. Blah blah blah. Chikara says he knows nothing, but a simplified version of the Psyn called Winksync reveals he was lying. Ryuki decides to go deeper into Chikaras brain. Und dann sind wir reingegangen. Oh, das ist ja cool, dass es so Summaries gibt dann. Oh, das ist ja cool. Und dann sind wir hier rein. Ich könnte auch so ein Summary lesen. Open the door, expose what is hiding. Achso, ne, das ist dann was das. Und da sind wir ja gerade aktuell. Können wir das lesen, bis wir hin. Inside the Chikara Somnium, Ryuki and Tama saw something. A member of Nike's creating the bets video. Ryuki decided to head to Nike's Japan branch to talk to Tokiko, the president. Nice. Oh, das ist echt nice. Aber hier würde ich ja dann später gerne nochmal rein, weil ich glaube fast, wir können hier auch noch eine andere Entscheidung treffen. Und die oben ist natürlich ganz interessant, die Entscheidung hier zu treffen, weil da müsste ich ja wissen, wer der Culprit war vor 6 Jahren. Anscheinend hat es Ryuki herausbekommen. Und das ist der Anfang. So, Chinfuros Half Out of Nowhere. Der QR-Code. Und Explodes in der Crimson Frame. Stimmt, der ist explodiert. Das muss ja auch noch eine Relevanz haben. Das habe ich schon wieder ganz verdrängt. So, ja, okay, Leiche ist explodiert, whatever. Aber vielleicht hat es eine Relevanz. Und 6 Jahre später hat Mizuki das andere Hälfte gefunden, die aber erst kürzlich gestorben ist. Genau, und dann, weil Mizuki nicht weiß, was passiert ist, ist in Ryuki rein. Und jetzt haben wir so eigentlich den Pfad, dass Ryuki nicht weiß, wer der Mörder ist gerade. Aber vielleicht erfährt das am Ende und dann können wir das hier... I don't know. Wir sehen's. Okay. Nochmal ein bisschen Zusatzzusammenfassung ist wichtig, um einfach vollkommen alles durchzublicken. So, und hier sind wir drin. Wir können einfach in Normal Mode. Kann ich einfach hin und her switchen die ganze Zeit. I can switch to X-ray mode too. Oh. That's because I've gathered all data from the scene. Oh, nice. Maus ist immer schnell hier. Und dann können wir uns alles hier angucken. It's a camera. The body was shown entire world for this camera. Confirm the status before the body combusted. Looks like it's there so the performers can check how they look on screen. Seat for the quiz show contestants. Yep, da waren die 3 Contestants. The Huge questions monitor. for the quiz also show up here too. Huh. Da waren die Leiche. Quiz show host. These aren't good for much other than for show. Monitor, eine andere Kamera. Hinten sitzen Producers oder so. Maybe it's for Electric Kettle. having tea during breaks. Oh, Coffee? Was ist mit Coffee? Nicht nur Tee. I wonder how deep this sign is embedded. What do we do at times like these? Right, the X-ray. Like I mentioned yesterday, Jin's estimated time of death is 6 o'clock on February 9th. Based on the time his corpse appeared, it should be about 40 hours ago. Rigor mortis seems to be fading already. Es ist auch interessant, dass die Leiche, die in der Vergangenheit gefunden wurde, länger tot ist als die Leiche, die in der Zukunft gefunden wurde. It's not completely gone yet, but the body has somewhat softened at this point. It should take more time to get to this stage if it's been on a rooftop in the winter. That's why I think this corpse was kept indoors, someplace warm.
Rigor mortis on a failure in the body had somewhat soft by the time it was found. Oh, information gathered. Okay, dann haben wir X-Ray Mode. The bottom part of the signboard is stuck pretty deep in there. There's a bit of a curve at the tip. Kind of like a man's, you know what? Arm? Couldn't you have compared it to a fishhook or something? Well, it won't come out easily. Whoever stuck it in probably didn't want it pulled out. Of course not. A signboard would be useless unless it's standing. It's useless unless it's standing? Nicht mal ich hab's so dreckig gedacht, okay? Holy fuck, Tama! Holy shit, Mann! Ich denke immer super dreckig in allen zweideutig und was weiß ich. Aber Tama setzt einfach nochmal eins drauf. Let's not go there. Oh. No, that's not what I meant. So difficult to remove. What's this? There's something inside the body. 3 things catch my attention. First, a mixture of potassium chlorate, sulfur, and red phosphorus. This is probably a fire starter. It would ignite very easily. The fuse is coiled up and extends from there. By the way, the fuse includes an oxidizing agent, so it can continue to burn even inside the body. And finally, at the end of the fuse is a powder mixture of iron oxide and aluminum. This is a substance that causes a thermite reaction. When ignited, it creates heat of over 3,000 degrees Celsius and burns violently. Ouch. Aber wieso? What? I don't get it. Wow, wieso stehen da Leute dahinter? Bunch of mannequins? What the? Oh. Why? Ja, das ist eine sehr gute... Wie... Wollte nicht jemand, dass man die Leiche sehr genau What's untersucht? this? Getting a better look at it, it looks like something tied to his waist. It's like a spider's thread. No, even thinner. My analysis concludes that this is a CNT, or carbon nanotube. Okay. Graphene sheets with the thickness of a single carbon atom. These were rolled into a cylindrical shape to make these nanotubes. The diameter is about 0.4 nanometers. A single nanometer is 1/1000th of 1 meter, so it's not visible to the naked eye. What? But I can see it. Ja. That's because this thread is made by bundling multiple CNTs. I've also enhanced your vision so you'd be able to see it. By the way, CNTs are extremely durable. They're elastic and hard to break, and it's said that their theoretical maximum tensile strength is 50 times that of steel. Anyway, where is the other end of the CNT connected? Irgendwer saß oben drin, und hat es ausgelöst. Wieso löst es jemand damit aus und nicht einfach... Wieso löst jemand... Nee, ach nee, da hat es jemand gedroppt. Der Körper war die ganze Zeit in der Luft. Over by that red lamp. Wahrscheinlich. Ich frage mich mal, wie die Explosion kann ja jemand einfach über Funk oder so auslösen oder einfach über Mobile oder so, you know, einfach anrufen und fertig. Aber der Körper ist ja plötzlich erschienen. Das heißt, der war schon da. Und dann irgendwer hat den gedroppt. What's this? It's The CNT is tied to it. Der Light Switch. Weiter Light Switch. okay. It looks like we're pretty much done investigating here. Using the clues we've gathered so far, we should be able to solve the mystery. You mean the mystery of how Jin's body appeared? That's what you're talking about, right? Yep. The true reenactment. Oh!
Wie viel kleine von diesen Animationen haben sie eigentlich? Weiß nicht, brauchen wir eine Tama, die mir Ding zeigt? Ich weiß nicht für was, aber es könnte witzig sein, lauter Tama-Sachen zu haben. I don't know. Ich wüsste nicht wofür. Ich könnte es ja auf meine Webcam zeigen lassen. The truth reenactment allows you to find the truth of the information you have gathered. Answers Tama's questions with the best answer. Only the correct answer in question will truth will be reacted. Okay. Let's get on that now. First thing, about that power outage when the body appeared. Oh, super. Schau mal, jetzt kann ich nicht mal da oben liegen. Das ist ja... Das ist ja... Das Spiel macht es einem schon schwierig, sich irgendwo hinzulegen. Aber das ist ein bisschen Prozentzahl. Was it really just a power outage? I was wondering about that too. The lights came back on way too quickly. Plus, if the power did go out, the stream should have cut out at the same time. But the stream went on, no problem. So it wasn't an outage. The lights were switched off. So how did the lights get turned off? Well, I think I know what did it. How did the lights get turned off? Seriously? Für den Light That's Switch. the switch that powers the lighting. Yeah, let's not overthink this. Someone simply walked up and flipped this switch. Clever! But Actually... no one was near the switch when the lights went out. Let's try to think of something else. Oh. Oh. Kari macht sich erst lustig drüber und dann voll ins Fettnäpfchen rein. Woher wissen wir, dass da nicht einer daneben war? What? Wie ist sonst das Licht ausgegangen? Hä? Darüber. Über natürlich den Wasserkocher, weil jemand Wasser gekocht hat und die Sicherung gesprungen ist. Aber das ist ja nicht passiert. Wir haben ja schon gesagt, dass die Kameras gelaufen sind. Hä? An electric kettle? Was soll man dazu sagen? Maybe if someone turned on this kettle while the studio was using its maximum amperage. But the breaker didn't trip. Oh, damn. Sie haben wirklich eine Konversation dafür, die ich gerade geführt habe mit mir selber. There must be some other way. Damn, die haben sogar extra eine Konversation dafür. There were bundled CNTs tied to the body. They were routed through the ceiling beams and onto the light switch. But a dead body can't pull strings. No, but it can fall. From the ceiling, I mean. Now that you mention it, I thought I heard something hit the floor right after the lights went out. The body fell from the ceiling and tugged on the CNT, which caused the light switch to turn off. So on to the next question. The corpse was hidden up in the ceiling, right? Then how did it fall? Ich habe eher angenommen, dass jemand am Lichtschalter stand, ausgemacht hat, einen Ruck gemacht hat, damit da oben irgendwie runtergezogen wird und dann fällt. Nicht andersrum, nicht, dass er gefallen ist und der Ruck den Lichtschalter ausgeschaltet hat. Dass jemand, weißt, wenn es oben schon gespannt ist, dann ist es so irgendwie... You know. Rigor mortis softened, lol. The ceiling beam were damaged. The CNT attached to the switch was pulled. Das habe ich am Anfang gedacht, aber dann würde es bedeuten, dass jemand am Lichtschalter stand, das gezogen hat, den runtergefallen hat und dann das Licht ausgemacht hat, aber es ist nicht. Ich meine, wer immer da war, stand oben und hat ihn runtergeschmissen? Oder hat das wirklich so eingerichtet, dass der Rigor Mortis macht? Es ja.
Also sprich, der war oben zwischen zwei Balken, steif, und dann ist der Rigor Mortis aufgeführt und dann ist er runtergekracht. Könnte sein. Aber es könnte auch sein, dass jemand ihn runtergeschmissen hat, aber wir haben niemanden oben gesehen. Oder? Wir haben wieder die Annahme, wir haben keine Figur oben, die gesehen wurde. Die Kameras hätten die auch aufgenommen. Also machen wir das. The culprit used the mechanism of the body softening after rigor mortis. The body must have been placed up in the ceiling like a bridge between two beams. It would stay up there while the body is still stiff. But as time passes and rigor mortis lessens, the corpse softens. And that's what made it fall down. Now, for the final question. Why did the body explode and burn? Weil da drin der Mechanismus war? That can be explained by using the X-ray mode. Ja. Ja. Ah, it's because of the contraption set up inside the body. The ignition agent combusted from the impact of the body hitting the ground. The fire went up the coiled fuse and onto the substance that triggered a thermite reaction. The substance was eventually ignited, causing a huge explosion. So that interval between the fall and explosion was because of the time it took for the fire to reach the end of the fuse. I get it. It was hard to find traces of that trick because it was such an analog method. All right, I think we're starting to figure things out here. Wir haben noch 10.1 noch was So you machen can turn müssen. off this VR space now. No, not yet. That was just a rehearsal. We still have the main show. What do you mean? We're recreating the culprit's actions. Are you telling me to do that? You're the only actor here, aren't you? Actor? Ja, es ist Tutorial für den Mechanismus, definitiv. So, I'm Tama, the director and camera operator. Now that I'm in the director's chair, I'm not going to tolerate shoddy acting. So keep that in mind. Are we recording something? Of course we are. We're testing a theory here, so we need to create something that can be viewed objectively. I have no idea what you're going on about. Shut your stupid mouth, you third-rate bit part actor! Are you too much of a moron to figure this out without the director having to tell you everything? But... Just zip it and play the culprit. If we're doing this, we're going for the Academy Award. Macadamy? Like, the nuts? Enough! Let's get this started! Ready? Action! Hi! I'm, the culprit who killed Jin. Now, prepare to witness an amazing show featuring this corpse. Okay, das müssen wir nochmal laden, ha? Not only is your acting amateurish, but I don't even understand what kind of character you're trying to play here. I am an amateur. Well, this is just the beginning, so I'll give you a pass for now. Let's start with the positioning of the body. Where and how was it placed? Well... It was right here. The body was placed so it was hung like a bridge between two beams. You can place it like this because it was stiff from rigor mortis. So that's how they did the light trick. Carbon nanotubes, CNT, were tied to the body. The CNT went up the beams and extended downward, onto the light switch. CNT is too thin to be seen with the naked eye, so no one noticed it. I've got it all set up. Now I just need to wait for the rigor mortis to subside. Hey, aren't you supposed to be in character? Boy! I sure hope the corpse gets softer soon! It needs to be soft and squishy! Like an octopus! This scene makes no sense. I'm cutting it out. You made me do it! And after time passed, rigor mortis began to subside. The body falls, and the impact sets off the ignition agent inside it. The fire travels up the fuse line. Soon after, a staff member turns on the lights. Bam! A body appears, as if it teleported in out of nowhere. Sometime later, the burning fuse inside the body reaches the explosives.
And that is the truth behind the corpse's sudden appearance and explosion. Wieso hat der weiße Finger? Cut! Good work. I got some nice footage of the reenactment. I still don't understand why the acting was Oh, necessary. das ist eine normale Hautfarbe und da hat die Handschuhe. Jetzt habe ich es andersrum gesehen. Das sah gerade komplett weiß aus. Tja, jetzt wissen wir, dass passiert ist, aber es macht nicht viel Sinn. Außer, dass jemand eine Show machen wollte mit dem Explodieren. It all makes sense now. Nein. That corpse didn't teleport here after all. Yeah, we know. Of course it didn't. Though the culprit obviously wanted it to seem that way. Half of a body just suddenly appearing out of nowhere. Just like the Philadelphia experiment. Someone went through all that trouble to make it look like something strange occurred. I think they also wanted to draw as much attention as possible to that sign. All so they could spread that QR video. Ah. Wir können. What fish do you like? Fugu! Oh shit, brave. Aber ist egal, wir kriegen was Neues. Was haben wir da? Appendix. Ach, Rigor Mortis Softening haben wir erklärt bekommen, okay. Noch was Neues? Nein. Wir können auch mal kurz... Kann ich ihr jetzt eigentlich die Sachen schon anziehen? Oh. Yeah, so Ryuki Chapter. Anyone imagines? Nirvana is sincere or to know? I will wear... pants aren't bad either. Aha! Pants aren't bad either. Ich kann Ryukis Outfit Komm. nehmen. This white part... Die gefallen mir immer noch am besten gerade. Cat, was kann ich da nehmen? Oh, da kann ich die Cat. Die könnte ich Alba anziehen, die würden passen. It's a mask that makes you want to run it. Meow, meow. Okay. Yeah, looks good. Hi, na, das sieht zu Alba mir aus. Hope something good comes I hope something good comes out of all this. Yes. Though, I could teach you something that feels good. Right? Worried about school? No. Yes. Worried about relationships? That's right. Something happened with your partner? We don't match. I'm in a fight with my lover. Sagt sie da. Not so. Be happy. Wow. Das ist deine Lösung. Super Life Advice, danke. Be happy. Okay. About the rigor. Why did the culprit blow up the corpse? Das ist so die beste Frage überhaupt. Their goal was to make it seem like a supernatural phenomenon. Okay. That's why they couldn't leave the CNT on the scene. Because it would give away the trick? Right. So that's why they caused a thermite reaction and destroyed the CNT. Okay. Maybe. Vielleicht, wirklich. Ich meine, macht so einen Unterschied, als ob das jetzt ein übernatürliches Phänomen war oder nicht? Doesn't stand 3000 degrees temperature. This is CNT, but bonds with oxygen and increases carbon dioxide, which helps extinguish the flame. Okay. About the reason corpse cross-section was facing downward. About the rigor mortis subside. The culprit must have wanted the body to fall during the live stream, right? Timing It would have good. been pointless otherwise. But could they really predict when rigor mortis would dissipate so accurately? The culprit didn't put the corpse up on the ceiling beams while it was completely stiff. It had to have been after the body had started to soften, just slightly. That way, they could estimate that the body would fall in a few hours or so. The stream was scheduled for a whole 6 hours. Ja, gut. The culprit was fine as long as the body fell sometime during that period. Okay.
That body fell from the studio ceiling. If it fell sideways when it landed, the culprit's plans would have been ruined. Ich glaube, dafür ist das Schild aber auch da. Das hat vielleicht, I don't know, mit der Gewichtsverteilung und Schwerpunkt. Yes, like you said, it would have been pointless unless the sign was standing erect. Just like a man's you-know-what. Again with that joke? Besides, it is not useless when it's not erect. Exactly. What? There was another purpose to the sign. It's the same reason darts and rockets have tails. I get it. The cut surface would naturally face the ground because of that sign. It was meant to control the body's posture as it fell. Okay. Ich bin mit der Explosion mir noch unsicher. To wrap it all up, the culprit's motive was to make this seem like a supernatural phenomenon and to spread the QR video, right? Aber ich finde, das QR-Video hätte sich auch so gespreadet, wenn es nicht übernatürlich wäre. You know, was glaubst du, wenn es bei Twitch jetzt jemand einen Livestream hat, hier bei Just Chatting, und im Hintergrund stirbt jemand mit so einer Leiche und da ist ein QR-Code? Was glaubst du, wie tausendmal das geklippt und verbreitet würde, das Video? Das kriegst du nicht mehr gelöscht aus dem Internet. Da würde auch jeder gucken. Da muss es nicht mal super natürlich sein. I don't know, ich weiß es nicht. Vielleicht hat die Explosion noch irgendeinen anderen Grund. Weil das kommt mir, ich denke mal, das gespreadet wird das andere Jahr alles. Aber dass es nur, super natürlich ist, nur damit sich das Video verbreitet, ich finde, das verbreitet sich auch so. I don't know if that's all there is to it, but probably. Ja, schau mal, die macht auch einen Hinweis. Da ist noch mehr dahinter. Aber ich habe keine Ahnung, warum. Ich habe nicht mal eine Theorie dafür, warum. I wonder why Jin was chosen. Who knows? Where could his left side be? It hasn't been found yet. Ja, stimmt, er weiß es nicht. Oh. Anyway, starting our search with the people who might have the intel we need is the #1 rule of investigation. Like who? Jin's right half was up in the studio ceiling the whole time we were shooting the show. There must be someone who knew about it, or at least noticed it. You mean... the director, Shinpei Wagai. Right. Where is he now? Schaut nicht immer jemand hoch? I don't know. I've tracked him down using a smartphone GPS. He's in Akihabara right now, at the Maid Cafe Sunfish Pocket. Damals dann mehr so, it seems. I don't know, wer wirklich das wusste, wer guckt sich dann wirklich dann staunend hoch und ob da oben alles ist. Außerdem, wenn da wirklich die Lichter sind, die runterscheinen und du guckst hoch, bist du von den Lichtern geblendet. Du siehst nicht mehr unbedingt, was oben in den, hier, Stützbalken und so ist. Außer dass dein Lichter aus und hast unten Lichtquellen. Ich kann mir auch gut glauben, dass da nichts ist, dass der nicht da beteiligt war. Irgendwer wird es hochgetan haben. Also. Aber ich glaube nicht, dass es zu schwierig ist, da Zugriff zu kriegen zum Studio. Yeah. There he is! Ah, shit. Damn! Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Oh, oh! Danke, dass du mir so viel Zeit gelassen hast. Ich hatte die Hände nicht an der Tastatur. Oh, wieso kann Ryuki Kugeln ausweichen? Das sind doch gar keine Pornomagazine da. Enter? What? Was ist? Wieso muss ich Enter drücken? Liegt auf der anderen Seite der Tastatur. Bist du verrückt? Wahrscheinlich hätte ich auch klicken können als bestätigen. Are you insane? There are customers and staff in here. Nicht mehr. My bad.
An apology is not gonna cut it! Several people have called the authorities. The local police should be here soon. Hey, can't you just let me go? What the fuck, Mann? Du hast einfach deine Feuer eröffnet auf mich. What? I told you, my girl's pregnant, right? I can't go to jail! That's why I accepted his offer in the first place. I needed money to take care of my kid. Accepted whose offer? Some guy named Terror. Will er einen Riss machen in der Realität? I don't know his real name. Haven't seen his face or heard his voice either. All my contact with him was through Nile. What did he ask you to do? He said, I want to borrow your studio for an hour or so on the 10th, before you start preparing for the stream. Do not let anyone near the studio during this time, that includes you. All you need to do is keep the entrance unlocked, that's all. I pay you 5 million if everything goes well. I pay you on the 9th of the 11th. so me and the staff haven't met this Terror guy at all. I don't know what happened in the studio either. I had no idea that was gonna happen. Come to class A3, 3A at Sekiba High. Get your money there. Class 3A at Sekiba High. Class. Ryuki! Okay. Yeah, let's go. Ey, ich meine, dass halt einfach das Feuer, einfach Pistole zieht und feuert, das halt. Das ist das Schlimme, was er getan hat. Nicht, dass er so einen Deal eingegangen ist jetzt. Genau, das ist halt, ja, du wusstest, ist auch nicht gut, sowas zu gehen, aber hey, woher kannst du wissen, nach dem Motto, ja, lass das Studio für eine Stunde offen. Vielleicht klaut er irgendwas so, what? The director of Horodori Institute of Genetics. Wir haben unsere zweite Leiche. Damn. Chikara Horodori. No way. It can't be. Wir haben unsere zweite Leiche. Ich meine, seine ganzen Genetics, sein ganzes Ding war ja immer so, hey, 2 Hälften zusammensetzen. War das einfach ein Hinweis darauf, dass er eh schon dran ist als nächstes? Mr. Date told me about this shrine. Wieso kommen wir dann her? This place is so full of nature. Just like Yoyagi Park. It's just calming here. Das ist interessant. Wir finden einen Tatort, einen neuen, und dann 2 Sekunden später sind wir erstmal am Schreien. So, what? Darf ich jetzt nicht untersuchen, oder was geht jetzt ab? I see. Tama, would you mind giving me some support? Oder untersuchen wir das von hier jetzt wieder virtuell? What do you mean? I've been thinking about Chikara's murder. Are you sure you're okay, Ryuki? What do you mean? I feel like all of this has been taking a huge mental toll on you. Ich frage mich, ob wir Terror eingeben können bei dem allerersten Somnium. I'm fine. More importantly, can you recreate the crime scene for me? I just need to close my eyes, right? Yeah, but... Fine. I'll play along. You are technically my master. I can't disobey your orders. Echt? Das würde ich ausprobieren wollen. Thanks. Let's start then. Okay. Interessant, dass das Recreaten besser ist, als erstmal einen Live-Ort zu untersuchen. It's perfect. It's just like the real thing. I learned how to do 3D modeling in a correspondence course. Back when I was a student, my grandma told me I should learn a skill set. Was? Was?
Ich frage mich, ob der Terror wusste, dass Ryuki die Nachricht bekommt. Nicht der andere. Weil was bringt es, wenn der andere hierher kommt und eine Leiche sieht? Ich glaube, Ryuki sollte die sehen. Aber damit weiß der Terror auch, dass wir ihn schon... I don't know. Wer ist der Terror? Crazy Idee, Chat. Was denn, wenn wir der Terror sind? In einer alternativen Zeitlinie, wo wir Leuten versuchen draufzukommen, dass Leuten versuchen helfen zu wollen, dass sie aus ihrem Gefängnis ausbrechen können. Und dem wir dann wieder... I don't know, Mann. Ich habe so kein... Ich kann bloß die verrücktesten Ideen ausspielen, weil nichts anderes Sinn macht. Monitor, lass uns mal die anderen Sachen angucken. Und Blackboard. Weil, holy fuck. Ryuki, can you not rub your face on it? I'm not! Das... nothing really of note. It's a window. It's a power outlet. Was war da? Teacher's Desk. Erst alles andere angucken, bevor wir die Hauptding angucken. Aber war nichts Besonderes da. Okay, nein. Chikara's right side. The cross-section is stuck right onto the blackboard. What's the estimated time of death? Based on the time the body was discovered, that would make it about 4 hours ago. So, around 8 p.m. on February 11th, right around the time we were meeting with Tokiko. Der Cut-Part ist aber der ganze Blackboard. Naja, kann mit X-Ray wahrscheinlich sehen, aber... I'm sorry, Ryuki. Irgendwo so ein Stachel drin oder so? This might freak you out, but there's something I have to tell you. Will you hear me out? What? The thing is, this corpse is so cowardly that... it has no guts! What? I know. That was so bad. The joke was over before I even said it. But I just had to do it. I mean, look, the corpse is completely missing its guts. I couldn't let this chance pass me by. Looks like there aren't any other clues here. The reason the corpse in the blackboard is because it doesn't have internal organs anymore. The open space inside the body has a lower pressure than the outside. It's similar to suction cups. What? The fuck, man. Gab's in der Steckdose noch was? Ich mag auch da was in für Humor. Zu spät, ich kann da mal gucken. Satisfied? Ich glaub nicht. Ich hab Steckdose eigentlich rum. It seems... Security? I checked the footage, but I didn't see anyone suspicious. Of course, that place is huge, so there are plenty of areas the security cameras don't cover. Any cameras on campus? None. Do you remember what Gen said? The security at Sekiba High is completely lacking. Is Terror der culprit? I don't know. About the Nile message, Terror and Simple. Das ging, glaube ich, an uns, ne? I think he was lying about the money. Terror probably wanted someone to find Chikara's body. You mean he wanted Chimpei to find it? Not necessarily. It might have been for the police. Terror might have predicted that someone from the police would contact Chimpei. Okay, das macht mehr Sinn, ne? Ist er der Culprit? Sieht so aus. That's my assumption. I can't think of any other suspects. Just who is this Terror? I wouldn't be having so much trouble if I knew that. It can't be Tokiko, can it? Tokiko was with me at Chikara's time of death, and she was in Okinawa during the incident with Jin. Yeah, at the very least, it seems unlikely that she did it personally. But something has been bothering me. I feel like Tokiko is involved somehow. Chikara was a member of NICE, and he knew about Bats 490. That's not all.
The appearance of Jin's corpse was made to seem like a paranormal phenomenon, as if the same thing from the Philadelphia experiment had happened. After all, we are living in nothing but a simulation. A false world created by a program. Could she have done all this to give her claim credibility? I don't know, but it's possible. In any case, let's go see Tokiko. I have to talk to her. Understood. We've come this far. I'll back you up until you're satisfied. Aber an der Leiche war zum Beispiel nichts dran. Es war nichts zu sehen, es gab kein Schild, es war keine Publicity-Stunt, es war einfach nur... I've been expecting you. I thought you would be arriving soon. Was die ganze Zeit fehlt, ist Motiv, wirklich. Das ist halt, ich meine, das ist das Hauptding, das wird länger dauern. What do you mean? I mean, I knew you would come see me. What haunted spot would you like to go? Graveyard, Old Battlefield, Mountains, Ruins. Tisch. Okay. Window, Pond. Schnell mal einmal alles anklicken. Machen wir neue Sachen dabei. Oder neue Sprüche. The symbol of Nyes, the non-upal X. There are 4 unseen X's hidden within. They represent the truth of the world you live in. Okay. That is yet another meaning inside the non-upal X. Okay. 4 unseen X's? I don't know. Ist in den Dingern unsichtbare? Ist da nochmal andere, was sie damit meint? Oder meinst du, dass man den ganzen Strich auch als X sehen kann oder so? I don't know. Keine Ahnung, was ist damit meint. Glastor. Office Desk. Aber dann sind es mehr als 4. Moro, anything suspicious? Why the sunglasses? These aren't sunglasses. It's a fairy's black bra. Yep. Ich hab auch immer den BH von kleinen Kreaturen auf meinen Augen. What a degenerate. As you know, this is the president's office at the Nyes Japan branch. The world is full of rubbish. Ich habe auch gerne eine Mütze auf mit 2 Löchern für die Ohren. Wer weiß, woher das ist, dann bin ich echt stolz auf euch. Such things should all be washed away. That was my thinking when I designed this room. You designed it? Yes. The flow of water cleanses one's heart, just like the flow of time. Ich glaube, dass es hier recht kühl ist, wenn man das Wassertemperatur ein bisschen geregelt hat, dass es dann einfach den ganzen Raum auch abkühlt. Das ist schon ziemlich cool, ja. Suspicious? Not really. She's a kind woman. But I obviously wouldn't tell you even if I did know something. As her secretary, it's part of my job to protect her secrets. Mamoru is an excellent employee who faithfully fulfills his duties. I have complete trust in him. I'm honored to hear that. I respect you from the bottom of my heart as well. Gag. Okay. Tokiko Shigure. Didn't I know something about Shikara's... Ich glaube, das war jetzt das Ende. Dann ist man schön. I've solved the mystery, Miss Shigure. Jin's right half didn't teleport. It was just made to seem that way. It should have been obvious when you think about it. Teleportation? It's impossible. Is it? We live in a simulation? This is a fake world created by a program? Impossible. Simulation theory is nothing but occult nonsense.
Just a ludicrous myth like UFOs, ghosts, and Kappa. I'm sure there are people who'd like to believe in these things. And there are groups who profit by making people believe. Mr. Ryuki, it appears as though there's been some misunderstanding. We of Nyes have nothing to do with this. Are you sure about that? All the pieces would fit together if Nyes is the one that made the QR video. The falsified paranormal phenomenon. What was written on the signboard. It all advances your agenda. Could it be that you wanted to spread the QR video by showing that sign along with the corpse on stream? As I've told you, we are not the ones who made the QR video. What is the purpose of the QR video in the first place? Are you saying there is some message urging people to join Nyes in it? No, I don't. Then do you know about Terror? I've heard that name on the news, yes. This is about the culprit, is it not? Yes, but... I have absolutely no idea who it could be. I'm sorry I can't help you, but... How about his murder? I know of the incident, of course. Of course. However, yes, I know you have an alibi. We were here, having a conversation during the time of Chikara Horadori's death. But that doesn't necessarily mean you're completely innocent. You are the president of Nyes. Surely you have plenty of subordinates who can do your bidding. Are you implying I ordered someone to kill him? Possible? It's a possibility. And what would be my motive? Well... Damn, Varus, du wusstest, es war der Wunsch von Oolong aus Dragon Ball. Ich wusste den Namen auch nochmal, aber ich wusste, als sie das erste Mal da die Dragon Balls zusammen haben, einen normalen Dragon Ball, wünscht er sich eine Mütze mit 2 Löchern für die Ohren und dann kriegt er ein Höschen. You know? Ich weiß nicht mal, was ich auf Englisch oder Japanisch gesagt habe, aber es war die deutsche Übersetzung. Alter, ich habe so lachen müssen, weil das so bescheuert ist. Yeah. Ich meine, da müssen wir davon ausgehen, dass, wie heißt der Drache? Shenlong? Nee, doch. Auch ein ziemlicher Höschenliebhaber ist. Weil wenn jemand sich eine Mütze mit 2 Löchern für die Ohren wünscht, dann würde ich ihm eine Wollmütze geben mit 2 Löchern für die Ohren und nicht ein Höschen. Petze? Oh. Also ist der Drache auch ziemlicher Perversling. Oh. Remember what Tokiko said. Chikara Horadori is an avid believer in the Order of Percent. Their Order and Nyes are heading in completely different directions. Perhaps Nyes and the Order of Percent are hostile. I see. You're suggesting there was a conflict between organizations. Oh, damn, Varus, dass du das noch kennst. Ich meine, wie viele Leute haben Dragon Ball Ursprung Dragon Ball gesehen und wie viele Leute haben es mit deutschen Sprachausgabe gesehen oder so und nicht irgendwie die ganzen Dragon Ball Sets und Dragon Ball GT und Dragon Ball, was weiß ich, die neuesten so heißen, wo sie dann plötzlich türkise Haare kriegen. Das habe ich nur mal gesehen. Und dann halt manchmal auch mit, keine Ahnung, englischen oder japanisch mit Untertiteln. Wer hat das Original? Ja, ich habe damals halt auch alle gesehen. Gottchen, ich habe auch so lachen müssen, als im Endeffekt die Freezer-Saga, Gottchen, ich hab da Pickel und Zeug, oder? In der Freezer-Saga, da gibt's auch, manche Sprüche sind einfach so hängen geblieben. Moment. Was? In der Freezer-Saga, wo sie eigentlich schon einen halben Planeten am Aufsprengen sind, verbindet sich ja Piccolo, immer der Piccolo wird stärker. Und den Spruch, den er bin, ich fühle mich so stark, als könnte ich Bäume ausreißen. Während die anderen dabei sind, eigentlich hier Berge wegzusprengen, und halbe Planeten zu vernichten, you know? Es ist ja schön, dass du Bäume ausreißen kannst. Aber you know, das ist viel. Bäume ausreißen, das konnte Goku schon, als er ein Kind war. Ah, das ist so ein Scheißspruch. Aber die erste Verwandlung,
das allererste Mal, wo er so ein Super Saiyajin wird. Das war einfach episch. Danach fand ich, wurde es ein bisschen schlechter, weil da hat der Tod von dem Charakter noch wirklich was ausgemacht, weil der Tod von dem Freund ihn halt getriggert hat. Das war damals super episch. Aber ich fand es dann scheiße, dass ein Tod oft bei Charakteren nichts ausmacht und einfach alle wiederholen kannst mit Dragon Balls oder so. Ich fände es manchmal interessanter, wenn es dann einfach halt, wenn jemand tot ist, auch tot ist manchmal so. Weil das eigentlich ein ziemlich signifikanter Werdegang von Goku war dadurch, dass Krillin da gestorben ist und so. Aber das war absolut episch. Freezer Saga war toll. Cell Saga war auch noch toll. Weil es nicht Goku war, der mal gefinisht hat. Danach. Nee, Goku ist nicht gestorben. Hallo Asagi. Aber der Krillin ist gestorben und Goku ist deswegen ja ausgerastet. Weil sein Freund gestorben ist. Außerdem, Goku stirbt ja doch und er landet ja der trainiert ja auf Planeten im Jenseits. Damit, natürlich. Und dann kommt er wieder zurück. Whatever. Ist ja okay, wenn es ein Hauptcharakter, aber wenn ein Freund vom Hauptcharakter stirbt und der dadurch eine signifikante Entwicklung an sich zeigt, fand ich es halt komisch, dass er da einfach wieder, dass der Tod eigentlich doch nichts bedeutet hat. Oder? Aber es war nur begrenzt, wie oft? Also ich hab's bloß bis zur... Zählt nicht, wenn er mal wieder lebt, das stimmt. Ich hab's bloß bis zur Buu-Saga gesehen und dann habe ich dann gestoppt. Die Buu-Saga fand ich dann immer so toll. Die Cell-Saga fand ich noch interessant und alles. Wie gesagt, ich fand's geil, wie Vegeta ausgerastet ist wegen seinem Sohn und auch mal Gefühle gezeigt hat. Nicht für sich selbst nur. Und dass halt nicht Goku derjenige ist, der hier mal was tun musste, sondern Buu hast du auch noch zu Ende geguckt, nicht mehr weiter war, das war so mal gleichen Stand, ne? Nice. Ja, gut, dass wir das aufhalten. Wir sind im Stream, wir reden über. Da haben wir auch noch alles. Hallo. Ich finde, manche Serien sind auch okay, wenn sie irgendwann stoppen. Wie Bleach habe ich halt. Da ist ja okay. Wir sind, wir sind im Stream. Wir haben hier Content, ist einfach im Chat unterhalten. Wer nur einen reinen Playthrough von dem Spiel angucken will, dann findet das auch hart. Das heißt, ein Livestream mit Kadi. Was soll ich sagen? Bleach habe ich auch bloß die Saga zu Ende geguckt mit, oh mein Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, Eisen und so das Ganze. Und dann hätte es auch enden können und nicht kriegt da wieder neue, I don't know. Ich finde halt manchmal ist es irgendwie cool, wenn halt dann ein Ende da ist und wenn halt schon irgendwas 300 Folgen geht, ist es okay, ein Ende zu haben. Man muss nicht nochmal 300 machen. Aber ich finde dann auch, ich meine, okay, dann gibt es für andere Fans, macht die 300. Ich habe einfach gestoppt und für mich hat es getaut. Ja, Eisen, der Espada. Aranka, ja. Ich auch ziemlich danach bin ich raus. War zu langweilig, immer wiederbelebt wird und Goku alle killt. Ja. Aber ich finde dann das, denk mal so, okay. Bleach, der Hauptcharakter, ist auch ein von allem etwas, das stimmt. Aber ich finde es teilweise das ist leider langweilig, aber dann anderen Leuten gefällt es doch und die gucken sich 1000 Folgen an und ich so, denke mir dann so, nö, ich habe das rausbekommen, was mir gefallen hat, ich habe die Saga zu Ende so und fand ich toll und dann habe ich halt einfach gestoppt und andere können es angucken, ich habe mir was anderes angeguckt. Gottchen. Das war okay. Oh Mann. Die ganzen Animes. Das ist... Aber mein Lieblingsanime, auch wenn die so lang geht... Gott, mein Lieblingsanime ist immer noch... Ich frage mich, ob ihr erraten könnt, was mein Lieblingsanime ist. Wer das weiter gucken will. Ich glaube, ich gebe den Timecode an in YouTube, wer das hier kurz skippen möchte. Ich frage mich, habe ich jemals erwähnt, was mein absoluter Lieblingsanime ist im Stream? Ich weiß gar nicht. Bestimmt habe ich es irgendwann mal erwähnt. Ich frage mich, ob mich jemand draufkommt. Oh. Ranma ein halb. Nein, ist cool. Habe ich nicht mal alles gesehen, bloß ein paar. Es gab eine ich meine, es hat auch ein bisschen relevant mit Somnium Files zu tun, in einem Sinn.
Ein Tipp. Ein Tipp, es gibt clevere Charaktere da drin. Steinsgate habe ich nie gesehen, aber ich habe gehört, dass es so cool ist. Das muss mir vielleicht mal irgendwann geben. Weiß nicht, wie ich einen Tipp geben kann, ohne es sofort wegzugeben. Okay, es geht halt auch um, immer so, weil es mit Somnium, es geht auch um Mordsfälle in Detektivarbeit. Aber ich mag sowas. Detective Conan, nette Idee. Aber nein, das war's nicht. Du meinst nicht Death Note, oder doch? Ja, aber ich meine Death Note. Und zwar Death Note. Ich rede bloß über den Anfang der ersten Folgen. Was mich absolut weggehauen hat. Okay, wir reden kurz drüber. Wer Death Note nicht kennt. Ich rede, Death Note finde ich absolut genial. Absolut fucking genial. Es geht darum, nach L war ich raus. Das ist okay. Da ist auch langweiliger. Das L ist so genial gewesen. Der Battle zwischen den beiden. Das ist einfach die ersten ganzen Episoden haben mich so weggehauen. Und zwar geht es darum, er hat ein Buch. Und wenn er jemanden sieht, also zum Beispiel, wenn jetzt jemand mich sehen würde hier an der Kamera und meinen Namen hinschreibt in dem Buch, dann sterbe ich. Und er kann auch hinschreiben, wie er sterben soll. Also ich Herzinfarkt und er stirbt. Und du hast halt dieses Buch, du kannst einen Namen reinschreiben und du kennst das Gesicht von demjenigen, weil sonst kannst du einfach bloß einen Namen, du weißt nicht, zu wem es gehört. Aber wenn du das Gesicht von demjenigen kennst und du schreibst den Namen rein, stirbt er. Und das ist halt in der ersten Folge. Und dann fängt er halt an, einfach Kriminelle hier sich als Selbstjustiz anzufangen. Guckt sich News an und sieht, hey, was? Der ist im Gerichtsverfahren und der kommt wahrscheinlich davon, weil seine Anwälte da so gut sind. Hahaha. Zack, 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 der Name ist bekannt. Reinschreiben, Batsch ist er tot. Oder den, reinschreiben, Batsch ist er tot. Und bringt die halt um. Und dann passieren halt einige Fälle von mysteriösen Mordfällen, was die Polizei nicht aufdecken kann, wer das ist. Und ich als Spieler und Gamer und Detektiv denke mir, wie zum Teufel könnten die jemals draufkommen? Der sitzt in seinem Apartment, guckt Fernsehen und schreibt in dem fucking Buch ein paar Namen rein und killt Leute über den ganzen Kontinent hinweg. Das ist nicht möglich, drauf zu kommen. Never ever kannst du drauf kommen, wer das ist. Und dann kommt eine Fernsehshow. Er guckt halt an, dann kommt eine Fernsehshow, dass jemand, der Detektiv L, was eine Abkürzung für den Namen ist, steht da und dann spricht er halt zu den Leuten, also macht so hier so Show. Ja, er ist dabei, er übernimmt die ganze Untersuchung und er wird ihn auf jeden Fall finden und dran sein, ne? Und der Death Note User denkt sich, hahaha, als ob du mich kriegen wirst. Wer sieht denn ja, wie er da steht? Sieht den Namen drunter steht, schreibt den rein, der stirbt. Im Fernsehen. Und dann kommt plötzlich am Fernsehbus das Bild L eingeblendet und sagt, okay, das war nicht ich. Das war bloß jemand, der dafür bezahlt wurde, mich darzustellen. Mein echter Name ist L. Und anscheinend hast du die Macht, jemanden umzubringen, wenn du nur im Fernsehen siehst. Also komm, bring mich jetzt um. Aber kann er nicht, weil er A nicht mal seinen Namen kennt und ihn nicht zieht, weil bloß das Synonym drin ist. Und dann kommt er so, okay, anscheinend hast du irgendwelche Beschränkungen, kannst mich doch nicht umbringen. Ach so, ja, das wurde nicht national ausgestrahlt, sondern wir haben diese Sendung nach und nach zeitversetzt in verschiedenen Regionen aus Japan ausgestrahlt. Und in der Region ist was passiert und in anderen nicht. Also wissen wir, wer immer das war, dass er in der Region schon mal sitzt. Und dann so, holy shit! Er weiß schon mal, in welcher Region er sitzt. Er weiß, dass der Mörder anscheinend ein Gesicht und einen Namen braucht oder irgendwas von beiden. Er weiß, dass er nichts anhaben kann, wenn er bloß ein Synonym hat. Und dann so, holy der sitzt nur zu Hause und schreibt und plötzlich so, damn, das ist clever gewesen. Die Falle ist fucking clever gewesen. Und dann geht's halt ein Battle zwischen den beiden, zwischen halt L, dem Detektiv und dem anderen. Wir haben versucht drauf zu kommen und der andere versucht ihn halt aufzuhalten. Und dann geht es halt 20 Episoden vor, bis ein absoluter
Kampf von zwei Masterminds sind. Das ist ein absolutes, keine Ahnung, wie ein Schachspiel zwischen zwei Weltmeistern oder so, wo jeder 50 Schritte vorausdenken muss, um anderen irgendwie dahinter zu kommen. Und so absolut genial. Besonders am Anfang, das hat mich halt weggeblasen. So, damn, ja, das ist eine coole Idee gewesen, das einfach bloß so schrittweise auszumachen. Aber ja, deswegen hat er mir so gefallen. Und deswegen gefallen mir auch solche Spiele, wenn halt Leute sind, die Pläne schlägen, 5 Schritte vorwärts und Detektivarbeiten und Mörder rauskommen und so, damn, wie kannst du draufkommen und Motive und solche Sachen und Möglichkeiten und ja. Und ja, das waren bloß 2 Folgen, was ich jetzt gesagt habe oder so. Und Light war bereit, jemanden Unschuldigen töten, um seine Haut zu retten. Ja, deswegen wissen wir, dass er ein Mörder ist, ja. Okay, machen wir hier weiter.